herzlich willkommen. Wir sind hier am Flughafen Orlesund. Ich hoffe, ihr habt Bild und Ton und alles läuft super. Wenn nicht, sagt Bescheid. Schreibt es mir in den Chat hinein. Hi, Fortius. Willkommen. Buona Gode. Hallo, herzlich willkommen, Patrick, hallo. Ja, wir sind ja auf Vigra, am Flughafen Vigra bei Orlesund. Ich habe gerade meine Frau zum Flughafen gebracht und dachte mir, ich nehme euch noch mal ein bisschen mit durch die abendliche Stimmung hier. Ihr seht, Schnee ist keiner mehr da. Wir haben 6 Grad. Die Sonne ist vor einer halben Stunde untergegangen. Ja. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht habt. Das würde mich sehr freuen. Ich bin auf dem Weg zu 1000 Abonnenten. Wäre mega cool, wenn ich die demnächst knacken würde. Ja, wenn ihr möchtet, fahre ich jetzt mal kurz hoch auf den Axler in Orlesund. Dann können wir da noch mal runter gucken auf die Stadt am Abend.
geschafft. Dann geht es wieder in die andere Richtung zum Glück. Mit dem Motorradclub und Alkohol. Bis zum Motorradclub Bergen. Hells Angels. Die haben noch da so eine Zentrale in einem Tunnel oder so. Im alten. Dann viel Spaß. Jetzt in den Kreisverkehr einfahren und die erste Ausfahrt nehmen. Jetzt in den Kreisverkehr einfahren und die zweite Ausfahrt nehmen. Ein Tanklaster.
Abgase hier im Tunnel, Tournee. So, jetzt scheint die Verbindung wieder da zu sein. Ich habe meine Frau in den Flughafen gebracht, Fortius. Und Tournee, ja, das sind Abgase hier im Tunnel. In 200 Metern rechts abbiegen, um auf Arlesund-Zwiegen zu bleiben. Jetzt rechts abbiegen auf Östenes-Wetter. Jetzt rechts abbiegen, um auf Arlesund-Zwiegen zu bleiben. Eieieiei, Kollege. Das ist ja im letzten Augenblick überlegt, wo du da Jetzt warst, rechts abbiegen auf Sundwetter. In 200 Metern links abbiegen auf Sundebuswetter. Jetzt links abbiegen auf Sundebuswetter. Straße hier. Genau, fahre ich nicht, Kollege. In 200 Metern links abbiegen, um auf Östenes-Götter zu bleiben. Sackgasse. Das ist ja doof. Da darf man auch nicht durch. Ah, es ist hier klasse. Wo willst du hin? Weiß kein Schwein. Wartest du, bis ich wieder zurückfahre, ja? Da war Sackgasse. Hätte ich mal den anderen Weg genommen. Den ich kenne. Jetzt rechts abbiegen auf Das Sundebuswetter. Tesla-Navi zu verlassen. So, hier kann ich hoch. Stimmt das? Ist aber auch Sackgasse. Ach, Tesla. Was willst du mich durch die ganzen Sackgassen hier verfrachten? Gut, wir Jetzt machen das links anders. abbiegen, um auf Östenes-Götter zu Wir bleiben. fahren so, wie wir uns auskennen. Jetzt rechts abbiegen, um auf Östenes-Götter zu bleiben. Jetzt links abbiegen, um auf Östenes-Götter zu bleiben. Hier kann man doch gar nicht abbiegen. Punkt. So, In 200 Metern
Rechts abbiegen, um auf Sundgötter zu bleiben. Dann rechts abbiegen auf Oisegötter. Ja, vergiss es. Jetzt rechts abbiegen, um auf Aalesund-Zwiegen zu bleiben. Forget it. Hi, det 4000. Hallo Mats, ich fahre mal wieder ein Stück mit. Wo bist du gerade? Ich bin in Aalesund. Versuche auf den Axler hochzukommen. Irgendwie kenne ich das, schreibt der Patrick. Das Rumgegurke und nicht ans Ziel kommen hier, oder? So. Jetzt links abbiegen, um auf Aalesund-Zwiegen zu bleiben. Jetzt links halten, um auf Aalesund-Zwiegen zu bleiben. Wir fahren jetzt so, wie ich weiß, dass es geht. Das Rumgegurke hier. Ich weiß gar nicht, dass der Tesla nicht weiß, dass da Sackgasse ist. Vielleicht war das früher noch nicht so, aber ja. Ein Fahrrad bin ich leider nicht, lieber Tesla. Die enge Altstadt von Aalesund, ja. So. Jetzt fahren wir die richtige Strecke. In 300 Metern die Auffahrt Aalesund-Zwiegen rechts in Richtung Nürnberg-Kamin. Da steht's auch dran, Axler. Peter, Jonny, Jetzt die moin. Auffahrt Aalesund-Zwiegen rechts nehmen. Schön, dass du eingeschaltet hast. In 200 Metern in den Kreisverkehr Nur am einfahren und Rumgucken, die erste der Typ. Ausfahrt Ja, nehmen. Jetzt schlimm. in den Kreisverkehr einfahren und die erste Ausfahrt nehmen. Schlimm, 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 schlimm. Kannst du machen nix, musst du gucken zu. Ich hoffe, ich fahre jetzt richtig, wenigstens. Jean-Pierre Klein, hallo. Da steht Axler, jawohl. In 200 Metern scharf nach links auf Borgmundwegen abbiegen. So. Bin ich doch da, wo ich sonst auch mal war. Jetzt scharf nach links auf Borgmundwegen abbiegen. Wenn ich zum Axler will. Dieses Jahr war ich so oft am Axler wie noch nie. So, was schreibt ihr denn Schönes? Toni, hat Felix heute Mittag auch gesagt. Durch Lüdenscheid. Ja, aber das Navi hat gesagt. Ja. Jean-Pierre, I don't love Matze because he makes kaputt our Umwelt. Ah, okay. Yeah, that's nice. If you think so. If you don't love me, please leave this channel. Hallo Peter, dein nächster Pflichttermin bei der nächsten Tour Aalesund mit Axler. Ja, das finde ich aber auch. Das muss drin sein nächstes Mal, Peter. Styles packen. Weißt du wieder nicht, was du machen Jetzt sollst den rechts ganzen Tag? abbiegen auf Vollstyles packen. Wieso, Peter? Was meinst du damit? Was ich machen soll den ganzen Tag? Ich habe meine Frau zum Flughafen gefahren. Ich verstehe die Frage nicht, Peter. In 200 Metern links Kannst du noch abbiegen auf etwas vertiefen? Sektorwegen. Einmal Aalesund City. Schön am Hügel. Jetzt links abbiegen auf Sektorwegen. Links geht's zur Fjellstür. Zum Axler Aussichtspunkt. Jetzt links abbiegen, um auf Sektorwegen zu bleiben.
In 200 Metern rechts abbiegen auf Feld und Wegen. Kein Zuhause. Ja, das fragt jetzt aber der Richtige, oder? Ich bin ja fast nur zu Hause, im Gegenteil zu dir. Kein Zuhause. Weil ich meine Frau zum Flughafen fahren muss. Jetzt rechts abbiegen auf Feld und Wegen. Die Kritik kann ich leider nicht verstehen, Peter. Sorry. Kann dir nicht folgen. In 200 Metern links abbiegen, um auf Feld und Wegen zu bleiben. Prism läuft zumindest seit 24 Minuten ausnahmsweise mal durch bisher, ja. Wird aber, denke ich mal, noch Jetzt links abbrechen. abbiegen, um auf Feld und Wegen zu Je nachdem, bleiben. wie lange ich streame und wie gut der Empfang ist. Aber auf der geplanten Route dürfte der Empfang eigentlich In gut sein. 200 Dürfte es Metern also eigentlich nicht links abbiegen, abbrechen. um auf Feld und Wegen zu bleiben. Jetzt geht es erstmal hoch auf den Axler. Nochmal die Aussicht genießen. Jetzt links abbiegen, um auf Feld und Wegen zu bleiben. Auf die schöne Altstadt. Ich finde die Straße hier könnten sie ruhig erneuern. Gegenverkehr, großer Gegenverkehr, Bus. Fahren wir mal vorbei. Süler-Trütelak. Ja. Da läuft jemand mit Wauzi. Könntest dir noch ein paar mehr Reflexe dran machen. Der Reflextag dieses Jahr war doch schon. In Norwegen gibt es einen Reflextag. Jedes Jahr, ich glaube. Weiß nicht. Im November, glaube ich, oder im Oktober. Werden alle dran erinnert, im Dunkeln einen Reflex zu tragen. Oder gut, mehrere Reflexe am besten. Auch schön dem Hund einen Reflex anziehen. Katze, moin! Schön, dass du dabei bist. Ja, der Patrick kennt es ja hier oben. Der Elmar auch. Weil der Elmar streamt ja gerade selber. Auch kein Reflex, der Kollege. Zumindest im Hellen. In 200 Metern Findest du wird das hier, sich das Patrick? Ziel auf der rechten Seite befinden. Ja, hier kann man mal runter gucken, schon mal auf die Insel. Welche ist die Inseln, besser gesagt? Wumpeldi. Da ist die Fjellstür. Jetzt befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. So, hier darf ich eigentlich nicht parken. Ist dann das Tor offen? Kommt man da rein? Ja, das sieht gut aus. Parken wir mal lieber hier oben, wo wir parken dürfen. Auch wenn uns jetzt sicherlich keiner abschleppen wird. So. Hier oben standen wir.
Salzburg. Ich liebe Norwegen, ja. Da bist du, glaube ich, nicht allein. Gut, ich nehme euch mal mit raus. Gucken wir uns mal das Ganze hier im Dunkeln an. Im fast stockdunklen noch ist ein bisschen Restlicht da. Meine neue Halterung ist sehr, sehr gut. So. Ja. Hier kann man raus auf die Inseln gucken. Hier fährt ein kleines Bötchen. Und vor uns hier liegt Ålesund. Dann gehen wir mal hier vorne auf die Aussichtsplattform. Oben leuchtet die Pluna. Hier kann man dann die Stufen auch runterlaufen in die Stadt, in den Stadtpark runter. Von da geht die Treppe hier hoch. So, Windstille heute. Ja, Katze. Gucken wir erstmal hier Richtung raus, Richtung Berge. Ja, St. Hansfeuer wollte ich euch eigentlich dieses Jahr mitnehmen, aber ich glaube, da bin ich krank geworden oder so. War eigentlich geplant zu streamen. Mal gucken, ob wir das dann nächstes Jahr hinkriegen. Das wäre schön, weil das ist echt nochmal ein Erlebnis. Das ist echt der Hammer. Ja, von da unten kommen wir her. Da hinten die Berge im Hintergrund. Hier stand ich mit Elmar und Patrick. Da war es ein bisschen windiger und kälter als jetzt. Und das hier ist Ålesund zu unseren Füßen. Und hier geht die Treppe hoch vom Stadtpark. Und das da ist die wunderschöne Jugendstilstadt Ålesund. Auch gerne Ålebyen genannt. So, ich glaube, ich muss hier mal ein Foto mit dem Handy machen. Ich glaube, zur blauen Stunde war ich, glaube ich, noch gar nicht, niemals hier selber. Falsche Taste. Macht der ein Foto oder nicht? Man will denn mein Handy jetzt nicht. Ich muss euch gerade mal hier hinstellen. Einen Moment bitte. So, ihr genießt hier mal die Aussicht. Ich mache mal ein Foto.
So, Postkartenidylle, ja. Man sieht auch Weihnachtsschmuck, ja. Gehen wir mal hier vorne hin. Schauen wir mal von hier. So, ich denke, jetzt habe ich genug Fotos. Alle Daumen drücken. Ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, das würde mich sehr freuen. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, würde ich mich noch mehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Ich bin nämlich auf dem Weg zu meinen ersten 1000 Abonnenten. Das würde mich mega freuen, wenn wir das in nächster Zeit erreichen. So, da unten liegt ein Bötchen. Kann ich hier eigentlich auch reinzoomen? Ja, kann ich. Da liegt ein Bötchen. Das ist die Hurtigrute, jawohl. Da ist die Hurtigrute zu sehen. Ist jetzt rausgezoomt. Katzborg fährst Mitte Juni nach Egersund wieder. Cool. Das ist die Kong Harald, die hier unten am Kai liegt. Hi Hessenmetro, herzlich willkommen. Nee, das ist eindeutig das rote H für Hurtigruten drauf, lieber Patrick. Das erkennt man eigentlich ganz deutlich auf dem Schornstein, das H. Müsste die Hurtigrute sein. So, da hinten ist ein Sternchen auf dem Fjell, auf dem Berg. Da hinten auch. Weihnachtsschmuck. Da drüben haben sie auch auf dem Berg eins angebracht. Ja. Nice. Kong gleich König, ja. König Harald heißt das Schiffchen da unten scheinbar. Ja, Patrick, mach das. Komm her. Naja, Fortius hat ja schon nachgeguckt, dass das die Kong Harald ist. Und ich sehe ja, siehst du nicht da das rote? Ich kann mal reinzoomen. Da sieht man doch das rote Schornsteinhaar. Gut. Kann man hier noch weiter rauszoomen? Könnte man. Ah, okay. Das ist dann jetzt... So, gut. Vielleicht kommendes Jahr.
Ah, das wäre doch cool, Patrick. Ja, Fjellstüer hat auch geschmückt. Ja. Einmal Orlesund am Abend. Matze und Chat, hallo. Sieht super aus, der Ort. Ich backe nochmals Vanillegipfelplätzchen. Oh, Vanillegipfel sind meine Lieblingsplätzchen. Ich ziehe später die Bilder vom Backen in ein Video und lade es hoch. Dauert aber noch etwas. Ah, okay, Tina, alles klar. Viel Spaß beim Backen. So, wieder zurück zur Bluna. Hi Dad. Dad begrüßt nochmal alle, die er nicht begrüßt hat. Ja, das hier ist diese Fjellstüa. Da kann man lecker essen oder auch ja, Veranstaltungen machen wie eine Hochzeit oder so oder andere Gesellschaften. Oh, rein ins warme Auto. Das will ich mal wieder hier angebracht kriegen jetzt. So. Peter Ionik denn auch noch am Start? Oder hat er uns schon wieder verlassen? So. Schön eingerüstet. Schön weihnachtlich eingerichtet, meinst du? So, Aufschlitttür. Was essen müsste ich heute noch? Mal kurz was nachschauen auf dem Handy. Ja. Diese App funktioniert wieder nicht, wie sie sollte. Das geht mir ein bisschen auf den Senkel. Peter zu Hause oder das Wochenende draußen? Also Peter kam gestern zumindest in Endingen an. Also dann dürfte er wohl noch da sein, so wie ich das verstehe. Toni hat auch versucht, Plätzchen zu backen, aber das erste Blech ist zerbröselt. Das ist ja schade. Startet am Montag Richtung Schweiz und dann Frankreich sogar. Oh, cool. War er schon mal in Frankreich vorher? Nee, habe ich zumindest noch nicht beigewohnt. Einem Stream, wo er sich in Frankreich befunden hat. Ja, als LKW-Fahrer kommt man viel rum. Ja, nächste Woche Donnerstag habe ich dann meine Prüfung zum Berufskraftfahrer. Dann darf ich auch im Personentransport arbeiten. So. Machen wir uns mal Richtung nach Hause zurück. Vielleicht hole ich mir unterwegs noch was zu schnabulieren. Dass ihr jetzt während der Fahrt nicht so gut auf den Chat aufpassen kann. Also falls ihr wichtige Sachen fragen wollt, beantworte ich die natürlich sehr gerne, aber während der Fahrt kann das manchmal ein bisschen tricky sein, insbesondere wenn viele schreiben im Chat, dann verschwindet das so schnell wieder, wie ich es gelesen habe auf dem Display. Also seid mir da nicht böse, das kann dann schon mal vorkommen.
einfach nochmal fragen. Am besten in einer Fahrpause. So, Patrick schreibt, ja, in Endingen haben sie Fahrerknappheit. Ah, okay. Matze, deine Frau ist weggeflogen. Ja, die ist nach Deutschland geflogen, beziehungsweise fliegt. Bald startet der Flieger. Obwohl, er hatte jetzt Verspätung. Die kommt dann mit meiner Schwiegermutter zurück, die dann über Weihnachten da bleibt. Dann kriegen wir noch mehr Besuch zu Weihnachten. Ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, nächstes Wochenende ist zumindest der Plan, dass ich dann nochmal einen Roadtrip mache. Vielleicht zu einem Weihnachtsmarkt. Trondheim, Bergen oder so. Wenn es mich ganz crazy juckt, fahre ich sogar nach Oslo. Aber ja, schauen wir mal. Mache ich ein bisschen wetterabhängig in dem jeweiligen Ort auch und so. Da macht ja keinen Sinn, wenn ich da im Regen rumrenne mit euch. Ja. Tina, ich schaue mir das an. Matze. Ich drücke dir die Daumen am 12.12. Vielen Dank, Dead 4000. Wird schon schief gehen. In 200 Metern rechts abbiegen, um auf Feld und Wegen zu bleiben. Immer wieder mal üben. Zwischendurch am Handy habe ich so eine App, wo ich diese Theorieprüfung üben kann. Es sind viele, die jetzt nochmal hier hoch wollen und mal die Aussicht genießen wollen am Abend. Jetzt rechts abbiegen, um auf Feld und Wegen zu bleiben. So, Tina, Toni, eigentlich passiert das nicht. Du musst genau alle Zutaten abwiegen und genau nach Rezept den Teig zubereiten. Ja. Egersund ist eine Weihnachtsstadt. Echt? Okay. Inwiefern? Ist das speziell? In 200 Metern rechts abbiegen, um auf Feld und Wegen zu bleiben. Raus. Die Abendrunde hoch auf den Axler. In Egersund war ich ja noch nicht, aber da werde ich sicherlich in diesem Leben auch noch mal hinkommen. Jetzt rechts abbiegen, um auf Feld und Wegen zu Da ich bleiben. da unten in dieser Ecke noch nicht so viel unterwegs war, werde ich das, denke ich mal, eine der nächsten Jahre machen. Da habe ich mir auch noch so In ein, zwei Punkte 200 rausgesucht, die ich ganz links interessant abbiegen fand. auf Sättre Wegen. Ja. Wäre das Wetter besser gewesen dieses Jahr und wir hätten unseren Urlaub wie geplant hier in Norwegen gemacht, statt Jetzt links abbiegen auf Sättre Wegen. hauptsächlich in Schweden, dann ja, über die Straße laufen ist immer nicht so gut. In 200 Metern rechts abbiegen, um auf Sättre Wegen zu bleiben. Dann wären wir da unten in die Ecke gekommen. Da hätten wir eigentlich ein, zwei Sachen uns angeguckt. So. Jetzt rechts abbiegen, um auf Schön Sättre Wegen beleuchtet zu und bleiben. Weihnachtsmarkt. Ah ja, okay. Ja. Das klingt ja nett. Jetzt rechts abbiegen auf Volsdalsbacken. Ja, was sind eure Pläne fürs Wochenende, das restliche Wochenende? Kann sein, dass ich morgen noch mal einen kleinen Stream mache von zu Hause. Mal schauen, ob das klappt. Keine Versprechung. Ganz Bock, ja. In 200 Metern links abbiegen auf Borgundwegen. So, wir haben wie gesagt 6 Grad, weiterhin auch immer noch, so wie seit Anfang des Streams. Temperatur hält sich. Und es ist ausnahmsweise mal trocken. Hier im Westen. Jetzt links abbiegen auf Borgundwegen.
ist die Sparbank Mörre Arena. Da war auch schon der Elton John und andere internationale Gäste am Start. Lachstreppe, genau, ich glaube von der hatte ich mal gehört. Und dann gibt es so eine Möglichkeit auf alten Bahnschienen mit so einem Fahrradähnlichen, weiß gar nicht wie es genau heißt, zu fahren. Mit so Fahrrädern, mit so Schienenfahrrädern. Das würde mich auch nochmal interessieren. Habe ich in einem Video gesehen gehabt. Ja. In 200 Metern scharf nach rechts auf Norwegertal abbiegen. Scharf nach rechts, ja. Jetzt scharf nach rechts auf Norwegertal abbiegen. Ja. Skarp til høyre. Jetzt links abbiegen, um auf Ålesundsvigen zu bleiben. Wieder auf die Europastraße. Jetzt in den Kreisverkehr einfahren und die zweite Ausfahrt nehmen. Das war jetzt die erste. Jetzt war ich etwas abgelenkt. Jetzt rechts abbiegen, um auf Norvevika zu bleiben. So, jetzt muss ich mal gerade hier gucken. Ich will ja da noch hin. Stimmt's? Ja, korrekt. Einmal wenden bitte. In 200 Hey, Pelikan Metern ist auch in den da. Kreisverkehr Und der Ben einfahren und Never. die erste Hi, Ausfahrt willkommen, nehmen. willkommen. Muss die Tesla-Dame mal, ja. Draht til venstre. Ben, du kannst Norwegisch. Ben, aber hier ist Jetzt aber in eine den wilde Mischung Kreisverkehr aus einfahren und die Dänisch, erste Norwegisch. Ausfahrt nehmen. Müsste es mal mehr trainieren. Katzblock, wer nicht? So, jetzt aber auf die Piste hier. Tina K. schreibt. Nur Tipp noch für Leute, die auch etwas backen möchten. Ich lege immer Backpapier auf die Bleche. Dann backt nicht an. Ich nehme kein Fett zum Einreiben der Bleche. Dann gelingt alles. Zeituhr. Ja. Herr Pelikan, sag, wo bist du gerade unterwegs? Ålesund, lieber Pelikan. Wir waren eben auf dem Axler, haben runtergeguckt. Falls du zurückspulen möchtest, kannst du da nochmal schauen, wie wir auf die Stadt
Wein, der mich jetzt freuen soll. Aber den kann ich bestimmt gut weiter verschenken hier. So, wieder sich hier lang fahre jetzt. Auch gut. Machen wir das mal heute. Ist natürlich hier gleich viel wertvoller, der Wein, da hast du recht. Matze nicht zu Windmonopole, ja. Das reicht dann gleich das Dreifache für den Wein wahrscheinlich im Windmonopol. Ich stehe eher auf Liköre. Pelikan, ERS, gibt Weine, die trinkt man. Es gibt Weine, die einfach im Regal stehen, einfach im Regal. Ja. Dafür finde ich Wein zu schade dann, dass er im Regal rumsteht. Wenn ich was geschenkt bekomme, alkoholisch, oder ich selber nicht trinke, dann verschenke ich es meistens weiter. Nee, Paul Fürst Domina. Okay. Feines Tröpfchen, Pelikan, Krövers Nacktarsch. Kreisverkehr einfahren und die erste Ausfahrt nehmen. Die erste Ausfahrt nehmen. Jetzt in den Kreisverkehr einfahren und die erste Ausfahrt nehmen. In 200 Metern in den Kreisverkehr einfahren und die zweite Ausfahrt nehmen. War klar, dass es eine Story zu gibt. Jetzt in den Kreisverkehr einfahren und die zweite Ausfahrt nehmen. So, jetzt sind wir hier am Amphi. Großes Shopping Center. Eines der größten in Norwegen. Mehrere Gebäude verbunden miteinander. Hier kriegt man alles. Und wenn nicht, dann kriegt man es nicht hier.
Jetzt in den Kreisverkehr einfahren und die zweite Ausfahrt nehmen. Die eine Gebäude mit dem anderen verbindet hier über der Straße. Jetzt in den Kreisverkehr einfahren und die erste Ausfahrt nehmen. Irgendwie finde ich die Rundführung komisch vom Tesla. So. Hier werde ich wahrscheinlich auch noch öfters hinfahren müssen. Die nächsten Wochen. In 200 Metern wird sich das Ziel auf der rechten Seite befinden. Im Dunkeln sieht man die Leute sehr schlecht. Aber das ging ja noch gut. Bremsen funktionieren noch. Ich glaube ich noch nicht. Jetzt befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. So denn. Hier ist ja auch was los. Ja, es ist Samstagabend. Was erwartet man anderes? Dann parkieren wir uns mal hier hin, würde ich sagen. So, mal gucken, was sie so geschrieben hat. Pelikan, ich bin der Unterfranken, gehört zu Franken zu Bayern, umgedreht. Wir sind die Elite von Bayern, deshalb ja, stimmt. Okay. Gut, ich bin mal kurz drinne, mir was zu essen holen, bin gleich wieder da. Und dann geht's hier weiter. Wir machen mal so eine Pause-Animation rein.
So, da sind wir wieder. Hört ihr was? Seht ihr was? Ich hoffe doch. Jetzt ziehe ich mir mal meine Burger rein. Oder wisst ihr was? Wir fahren weiter bis zur Fähre. Und dann ziehe ich mir da mein Essen rein. Gut. Schreibt mal kurz in den Chat, ob ihr was seht und hört. Aber ich kann das ja testen. Eigentlich kann ich das ja testen. Hier, da, dort. Bei diesen und jenen. Da müsste ich mich eigentlich selber hören. Läuft, 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 läuft. Auf geht's. Los weg hier. Menschen. Ich hasse Menschen. Und dürfen ganz viele. Das ist ja abartig. Jetzt links abbiegen, um auf Langelandswegen zu bleiben. Vielleicht soll ich an der Cola nochmal nippen gerade. Wir links abbiegen, das halte ich auch wieder für eine Schwachsinnsidee. Ich doch hier genauso gut in rechts abbiegen kann. Jetzt in den Kreisverkehr einfahren und die 4. Ausfahrt nehmen. Ach, Tesla. Ich muss doch eh da runter. Linie 1 vor uns. Wenn da mal nicht noch 2 Ziffern fehlen. In 200 Metern in den Kreisverkehr einfahren und die erste Ausfahrt nehmen. Der Never ist auch noch am Start. Auf nach Harald. Ja, korrekt. Erstmal auf nach Südesund. Von da geht es dann rüber nach Harald. Jetzt in den Kreisverkehr einfahren und die erste Ausfahrt nehmen. Leute jetzt am Shoppen, Weihnachtsgeschenke kaufen. Jetzt in den Kreisverkehr einfahren und die 2. Ausfahrt nehmen. So, jetzt frohe Weihnachten. Dezember, da sind die Norweger alle ganz verrückt. Wenn du da irgendwo am Shoppingcenter bist oder so, dann kriegst du garantiert eine Schramme ins Auto gefahren oder die Tür ins Auto gehauen oder sowas. Dann sind sie alle ganz crazy und am Durchdrehen. Jetzt in den Kreisverkehr einfahren und die erste Ausfahrt nehmen. Richtung Bergen halten. So, 70. Toni hat mal eben 2 Pfannen Frikadellen gebrutzelt. Lecker. Viele Grüße auch von Nana. Ihr Handy ist kaputt. Oh, okay. Habt ihr keinen Laptop oder so? Zurück. Ich hoffe, sie kriegt ein neues zu Weihnachten.
dem Weg zu 1000 Abonnenten. Es wäre doch cool, wenn wir die demnächst mal knacken können. Ja, nächstes Wochenende ist übrigens geplant, wer es nicht noch nicht mitbekommen hat. Wenn nichts dazwischen kommt und das Wetter mitspielt, dass ich einen Roadtrip mache. Natürlich mit Livestream. Von zu Hause eine Fahrt in... okay. Quasi, wie heißt es? Live on Tape. Natürlich auch sein, dass ich am Donnerstag meine Prüfung vermasse. Und dann bin ich viel zu traurig, um am Wochenende einen Roadtrip zu machen. Ich denke mal, es wird schon klappen. Aber es kann ja was dazwischen kommen. Wenn man Tiere, Haus und Hof hat, kann immer mal was dazwischen kommen. Werde ich nachher noch mal reingucken, Elmar, in deine Fahrt. Mit dem LKW in Norge bahnt sich an. Bei mir, mit viel Glück. LKW in Norwegen bahnt sich an. Bei dir mit viel Glück? Wie? Verstehe ich nicht. Erklär mal, erzähl mal. Geht doch mal rüber zum Elmar. Lasst ihm noch mal ein kleines Abo da. Larissa im Brummi. Ich weiß jetzt leider nicht, wer Larissa ist, aber das hört sich interessant an. Dann so mit Livestreamen oder wie? Also eine Larissa nimmt dich in ihrem Brummi mit. Das wäre ja cool. Da bin ich auf jeden Fall als Zuschauer am Start. Flach. Mit Stream wäre cool.
Larissa kannst du Pferde stehlen. Ein paar norwegische Fjordpferde. Scheinbar kennt ihr alle diese Larissa, die ich nicht kenne. Vielleicht möchte mich ja auch jemand aufklären. Nicht was Livestreams betrifft. Da will sie nicht drauf. Ja, sie muss ja nicht drauf sein. Das geht ja auch ohne, dass sie drauf ist. Fährt in die nächste Fähre wahrscheinlich. Dauert es noch. Ich glaube, ich brauche mich nicht zu beeilen. War vorigen Winter bei Peter wie bei Elmar im Chat. Okay. Das habe ich nicht mitbekommen. Truckerin aus Norwegen oder eine Deutsche, die Truckerin, die öfters nach Norwegen fährt, oder wie? Ist ja cool. Das würde mich ja auch mal interessieren. Larissa, Larissa. Die nächste Fähre, ja, da haben wir 20 Minuten Zeit. In 2 Kilometern links abbiegen, um auf Sulerwegen zu bleiben. Ich will 4 Uhr meinen letzten Burger essen, den Chili Cheeseburger. Ben kennt sie auch nicht, klingt interessant. Ja. Rüber nach Harald. Licht aus. Sudele. Ja, das klingt ja sehr interessant mit dieser Larissa. Das heißt, du hast schon mal Kontakt zu der Elmar. Eine coole Sache. Das könnte sicherlich viele interessieren. Ich kenne ja auch Leute, die LKW fahren in Norwegen. Ich glaube, die meisten dürfen keinen mitnehmen.
kurze kleine Umfrage unter euch Zuschauenden gerade. Was würde euch denn nächstes Wochenende am ehesten interessieren? Trondheim, Bergen oder Oslo? Ja. So, dann muss ich mich gleich nochmal um die Hühner kümmern zu Hause. Alles, nur nicht Oslo. Ja, habe ich verstanden, dass sie nicht streamt, Elmar. Aber ist das dann so angedacht, dass du mitfährst und streamst? Ohne dass sie eventuell im Bild ist oder so? Oder fährst du einfach nur so mit? Man bekommt das gar nicht zu sehen auf deinem Kanal oder wie? Müll hier im Auto einsammeln. Dafür sind so Burger King Tüten immer sehr praktisch. So, aufgegessen. Ben sagt je nach Wetter, ja das stimmt allerdings. Florö wäre auch mal was. Ja, da war ich mal. Ein verlängertes Wochenende, Florö. Aber da ist ja jetzt nicht so viel los, da stirbt ja nicht so der Bär. Da wird es wahrscheinlich keinen Weihnachtsmarkt geben. Ich dachte eher so daran, dass man sich dann auch mal so einen Weihnachtsmarkt anschaut in so einer größeren Stadt. Bergen hat ja dann einen netten Weihnachtsmarkt, denke ich mal. Den kenne ich noch nicht. Trondheim, den kenne ich schon, da war ich schon mal. In Oslo, den kenne ich selber auch noch nicht persönlich. Oslo ist natürlich, naja, da war ich halt schon oft. So generell. Bergen auch. Trondheim auch. Aber nicht halt auf dem Weihnachtsmarkt. Also auf den Weihnachtsmärkten war ich eigentlich nur in Trondheim, ja. Alles nur offen, nur so eine Schnapsidee. Okay. Ja, wäre auf jeden Fall mega cool, wenn das klappen würde. Aus der Schnapsidee Wirklichkeit werden würde. Dafür hat mir bei Elmar die Landschaft vorher besser gefallen. Warte, was hast du da vorgeschrieben? Mal ein schönes Auto vor dir. Ach so. Okay. Also die Landschaft in Frankreich gefällt dir besser als hier in Norwegen. Weil jetzt sieht man ja nicht mehr so viel von der Landschaft hier. Aber herzlich willkommen, Peter. Groß. Wenn ich Action will, muss ich nach Bergen. Wieso? Ist in Bergen besonders Action? Ich will keine Action, aber ich denke mal, so ein Weihnachtsmarkt könnte die Zuschauer ja vielleicht mal interessieren, so ein norwegischer. Wenn nicht, fahre ich einfach rüber nach Trondheim, fahre dann auf den Weihnachtsmarkt am Samstag, fahre dann über die Grenze nach Sturlien, gehe shoppen in Schweden und fahre dann Sonntag wieder zurück.
eine Möglichkeit. Wo bist du denn da? Stau oder was? Ich stehe an der Fähre, warte auf die nächste Fähre, die fährt um 17:30 Uhr ab. Ganz da hinten sehe ich sie schon eintrudeln auf dem Fjord. Wir stehen in Sühlesund am Fährenkai. Trondheim schön. Der Gamlebruch und den Nittersdom, Nidarosdom. Kleinen Walk durch die City und so. Bei Never in Förde gibt es doch auch einen großen Weihnachtsmarkt. Gibt es? Also ich finde Förde... Ich habe da mal 17. Mai in Förde verbracht. Ich finde Förde sowas von langweilig. Tut mir leid. Da gibt es einen großen Weihnachtsmarkt. Na, da muss ich auch mal googeln. Gleich mal hier das Handy in die Hand nehmen und schauen. Wieso? Mein Paket ist auch unterwegs, okay. Förde Jüle Market. Jüle Market Förde. Der ist am Samstag, den 9. und am Samstag, den 16. Dezember, wenn ich das hier... Bondens Market. Das ist ja mehr so ein Bauernmarkt und so, oder? Peter Großfähre, da dürfen doch E-Autos gar nicht rauf, wegen Brennen und so. Ja, da hast du recht, Peter. Aber ich schmuggel mich da jedes Mal irgendwie drauf. Gibt es in Norwegen eigentlich noch richtig Brumm-Brumm? Ja, jede Menge. Der Großteil des norwegischen Fuhrparks ist ja noch Brumm-Brumm. Nur die Neuzulassungen, die sind fast nur noch Summ-Summ. Never, ja, die Stadt ist furchtbar. Ja, okay. Also sind wir uns wenigstens da einig. Gut, da ist an 2 Tagen, also ist der Jüdemarkt in Förde. Diesen Samstag und nächsten Samstag. Scheinbar, oder? So wie ich das hier auf Facebook sehe. Ich sehe auch sonst gar nicht groß eine Info. Keine eigene Website oder so. Das lässt schon eher wieder darauf schließen, dass das eher so ein Weihnachtsmarkt ist, wie er hier auch überall ist. In den Orten und kleinen Städten. Man kann ja auch hier auf eingehen. Was sie mit den Kennzeichen machen, wenn nur noch E-Autos zugelassen werden. Ja, dann ist es eigentlich unsinnig, nur noch die E-Kennzeichen, also die mit E anfangen vorne zu nutzen. Dann können sie eigentlich wieder alle Buchstaben nutzen, finde ich. Müssen sie auch irgendwann, weil irgendwann gehen die Buchstabenkombinationen mit E vorne aus, ne? Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt angelangt sind inzwischen schon. Meins hat ja noch EC. Wir sind ja jetzt schon bei E, A, B, C, D, F, G und H habe ich schon gesehen. Und I und J habe ich auch schon gesehen. A, B, C, D, J, K, L. K gibt es ja, glaube ich, auch schon. Aber jetzt gab es schon früher. L und M und so habe ich noch nicht gesehen, glaube ich. Ich glaube, wir sind bei J momentan. Ja, Matze, haben wir neulich überlegt, was sie mit den Kennzeichen machen, wenn nur noch E-Autos zugelassen werden. Dann gibt es nur noch X bis... Bisher kann man ja schön erkennen, in welchem Bezirk das Auto zugelassen wurde. Ja, der von dir zum Beispiel, Asker Sandviker. Ja, aber du kannst dir auch, das heißt es auch nicht mehr, du kannst dir auch ein anderes Kennzeichen wünschen quasi. Du kannst sagen, ich möchte ein Kennzeichen mit BS zum Beispiel, wie der vor mir. Oder der, ja. Du kannst das sagen. Das heißt, also es ist
auch keine 100%ige Sicherheit mehr inzwischen. Früher war das so, ja, die alten Autos, da weiß es noch. Ich bin irgendwo in Schweden mal auf dem Campingplatz gefahren vor ein paar Jahren mit meinem, und er meinte, ach schön, Sie kommen aus Römer und Romsdal, da und hier und dort. Ja, ich weiß nicht, was sie dann machen werden. Ich denke mal, wenn die Vergünstigungen und alles für die Elektroautos auslaufen, die werden sie, denke ich mal, irgendwann komplett beenden, sodass alle Autos wieder gleich behandelt werden. Und dann macht es ja auch scheißegal, was für ein Kennzeichen du hast im Grunde. EJ, ja. Aber fast voll. EK kommt dann. Ne, EK gab es schon vorher, Ben. Das haben sie schon früher rausgeholt. Da haben sie nicht die Reihenfolge mit den Buchstaben eingehalten. Die haben ja mit EL angefangen. Und irgendwann, ich glaube danach direkt kam schon EK, kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es schon mit EK gibt's schon lange Autos, meine ich. Ich glaube, wenn du auf elbilstatistik.no gehst, dann kannst du nachschauen, welche Kombinationen schon ausgegeben sind und wie viele noch verfügbar sind. Auf elbilstatistik.no. Whenever, ja, wenn du bezahlst. Wenn ich was bezahle? Weiß ich gar nicht, ob man dafür bezahlen muss, extra. Wenn du rechtzeitig vor der Zulassung Bescheid sagst. Whenever L, EK, EV, EB, genau so war, glaube ich, das waren die ersten, ja. Jetzt geht's gleich los, ja. 17 Zuschauer, super. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Lasst doch gerne ein Like da und ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Bin auf dem Weg zu 1000 Abonnenten. Würde mich freuen, wenn ich auch dich, du der da zuschaut und noch kein Abonnent ist, jetzt links abbiegen unter meinen auf Abonnenten Sula begrüßen zu dürfen. Kostet nichts, tut nicht weh. Ja. Also einfach mal rein da und auf den Abo-Button klicken. Jetzt eine Kehrtwende machen, um auf Sula-Wegen zu bleiben. Soll ich da jetzt eine Kehrtwende machen? Hast du ihn besoffen oder was? So. Bleiben wir hinter dem bayerischen Mistwagen. Bavarien Möckerbil. Möckerwagen. An aus. Hast du dich jetzt entschieden, dass du den Spiegel einklappen willst? Ja. So. Was geht ab? Whenever komisch, dass man EK vorgezogen hat. EV und EB kann man sich ja gut erklären. Ne? Electric Car. K. Weißt du? K auf Norwegisch. Nein, ich weiß auch nicht. Hallo Hubert, schön, dass du eingeschaltet hast. Nix Mistwagen. Nein, das sind schon gute Autos, aber die Fahrer sind meistens ein bisschen, naja, auch innen mit Filz belegt, wie hübsch. Die Motor, Kofferraumklappe. Patrick, bring mir Werkzeug. Bei Mercedes weggeschmissen. Oh. Das hast du jetzt gesagt, Patrick. Dead 4000 wünschen euch alle eine schöne Fahrt noch und morgen einen schönen zweiten Advent. Wir fahren jetzt Abendessen beim Griechen. Oh, lecker. Lasst es euch schmecken.
Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, zum Griechen werde ich in Deutschland auch gehen. Da habe ich ja schon vor ein paar Tagen drüber gesprochen. Da hatte ich mal wieder Bock drauf auf den Griechen. Schau, der hat dich durchgewunken. Der hat dich hoffentlich nicht als Elektro erkannt. Hast Glück gehabt, ja. Nee, die kennen sich nicht so aus mit Elektroautos hier, Peter, in Norwegen. Deswegen, hier kann man sich leicht überall drauf und reinschmuggeln, trotzdem als Elektroauto. Die sind zu doof, das zu merken. Die haben keine Ahnung, die wissen nicht, dass da, wenn der Tesla dran steht, dass das ein Elektroauto ist. Da sind die noch nicht so geschult hier, die Mitarbeiter bei den Fähren und so. Ein Auto kommt aus China leider. Ich überlege, ob ich mir so einen Aufkleber dran mache. Dass ich ihn gekauft habe, bevor ich wusste, dass er verrückt ist, wenn ich nach Deutschland fahre. Ja, aus Regensburg kommt das Auto von Peter. Schönes Wochenende und einen zweiten Advent. Willst du auch gehen, per Katzbock? Dann wünsche ich dir auch noch einen schönen zweiten Advent und ein Restwochenende. Peter, na, in Norwegen ist ja ein halbes Jahr Nacht. Da erkennen die das halt nicht. Ja, stimmt, ist so dunkel hier. Gibt auch kein Licht, weil der Strom hier so teuer ist. Es ist halt so ein dritte Weltland hier in Norwegen auch, müsst ihr wissen. Auch Internet funktioniert hier gar nichts. Bin immer wieder froh, wenn ich in Deutschland bin. Da hat alles noch Zucht und Ordnung und alles funktioniert. Naja. Machen wir mal die Lämpchen aus. Ja, was habt ihr noch so vor am Wochenende? Irgendwas Spannendes von euch? Jemand vor? Oder nur auf den nächsten Stream warten? Mal gucken, könnte sein, dass ich morgen noch mal live gehe. We will see. So, Licht aus, Strom sparen hier in Norwegen ist angesagt. Strom ist teuer, besonders im Winter. Wir haben mal die Lämpchen aus, sonst ist der Akku nur binnen 10 Minuten leer. Ja, ich habe nur noch 29%. Da komme ich bestimmt nur noch so 10 Kilometer mit. So, heute ist ruhig und windstill. Eine ruhige Überfahrt. Wir haben abgelegt. Vielleicht kann ich dann auch noch mal, ja, mal schauen. Jetzt geht's rüber auf die Insel, auf Haraldlande. Immer noch 6 Grad, kein Temperaturunterschied heute. Nee, die haben überlegt hier mal die, ich glaube die längste, ja, Deutsch, Schwebebrücke, oder nee, heißt nicht Schwebebrücke. Also eine Brücke, die auf dem Wasser schwebt quasi. Hier über den Fjord von Syles und Harald zu bauen war. Gibt es Konzepte zu. Ich weiß nicht, ob das irgendwann nochmal kommen wird oder so. Aber ja, gibt noch keine Brücke hier rüber. An vielen Stellen in Norwegen sind noch Fähren in Betrieb.
Aber die Norweger sind fleißige Tunnelbauer und Brückenbauer. Bei Fosnavåg bauen sie auch gerade eine neue Brücke raus auf die Nærlandsøy-Brücke. Da wird eine alte Brücke durch die neue ersetzt. Pontonbrücke, kann sein, dass es so heißt, ja. Eine Schwimmbrücke quasi, ja. Gibt es ja, glaube ich, in China auch die ein oder andere schon. Die wollen ja eine fährenfreie E39 auch irgendwann mal haben. Aber hier in Norwegen dauert das alles ewig. Die haben viele tolle Ideen, aber bis da mal eine umgesetzt wird, das dauert Jahrzehnte. Mal schauen im Internet. Hafast. Brückenlösung. Gibt es ja sogar schon ein Video von Statens Vegvesen zu. Vom Tunnel zur Brücke. Hafast war ursprünglich gedacht, ein Tunnel unter dem Süderfjorden zu bauen. Der müsste sehr tief gebaut werden. Daher haben sie neue Möglichkeiten überlegt, alternative Brückenlösungen. Ja, hier krachen auch einige Brücken zusammen, Peter. Das ist nicht nur ein Deutschland-Problem. Drei mögliche Trassen haben sie sich überlegt. Die eine ist am kürzesten. Mal schauen. Eine Wasserbrücke quasi. Hängebrücke und Schwimmbrücke. Doch ein bisschen Seegang. Alarmanlage geht zumindest los da vorne. Drei Trassen haben sie überlegt schon mal. 3300 Meter, eine Hängebrücke, eine andere Alternative 4200 Meter und die dritte, oh, ist so gut Wellengang jetzt gerade. Wahnsinn. Ui. Seht ihr, wie wir schwenken? Ja, ich glaube, man kann es ein bisschen sehen. Die dritte Trasse wäre 5300 Meter lang. Das wäre so eine Wasserbrücke zwischen Hjørungavåg und in Harald und Sülesund in Süder. Ja. Naja. Ja, die Fjorde sind meist sehr tief, ja. Ja, hier krachen Straßen, Autobahnen und Brücken ab, ja. Oder Züge entgleisen. Aber bei den Unwettern manchmal hier und den Überflutungen kann sowas passieren. Titanic, was ist das? Nie gehört. Ist das nicht ein Film? Ja, was sagt denn dieses Video hier oben vom Statens Vegvesen dazu? Ekstrembrücken. Norge er et langt og komplekst land å bygge vei i. Dype fjorder, høye fjell, store avstander og værhardt klima er naturgitte forhold som stadig setter ingeniører på prøve. Et av de største veiprosjektene i Norge er E39, hvor målet er en ferjefri forbindelse som binder folk og næringsliv sammen
fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord. 1100 kilometer med vei gjennom 6 fylker hvor flere fjorder må krysses. 2 av dem er Sulafjorden og Halsafjorden. Sulafjorden er en av de største fjordkryssingene i prosjektet. Det er en teknologisk stor utfordring. Vi har en værhard fjord rett ut mot havet, med store dønninger inn, og sjødybde over 400 meter. Så det er en stor fjordkryssing som skal binde sammen næringslivet i Ålesund. 400 Meter tief hier, das Fjord. Næringslivet på Hareland her. Sydafjorden ligger ret nord for Stad, hvor vi måler de kraftigste vinde. Den ligger nær veldig høje fjeld, og det er et komplekst fjordsystem. Og selve åbningen af Sydafjorden er åbnet mod havet, så vi kan få en langperiodisk stødning fra Atlanterhavet. Halsafjorden, det er også en av de siste store, dype fjordene vi har, og det er ingen øye å forholde seg til. Så vi må spenne da fra land på ene siden og på andre siden, med sjødybde på 500 meter. En viktig del som driver... Naja, das kann ich mir mal anders angucken. Aber ich kann euch den Link ja mal in den Chat posten, wen es interessiert über das Projekt hier. Der kann sich da reinschauen. Hi Karin! Wohin des Weges? Ich komme gerade vom Flughafen in Ålesund, Karin, und fahre gerade wieder nach Hause. Stehe gerade auf der Fähre. Und vor mir hat einer vergessen, seinen Alarm zu deaktivieren. Soweit der Akku hält. Nee, so weit fahre ich nicht, Peter. Dann würden wir nur noch 10 Kilometer kommen. Oh, jetzt ist schon wieder 1% runtergegangen. Also nur 28%, Peter. Was mache ich denn jetzt? Oh shit, oh shit, oh shit. Weiß nicht, ob ich noch nach Hause komme. Ja. Nee, keine Verwandten abgeholt, sondern meine Frau an den Flughafen gebracht. Die fliegt nach Deutschland. Dürfte vielleicht auch schon abgehoben sein jetzt. Schauen wir mal. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich sitzt sie gerade, schwebt sie gerade in der Luft über mir. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Ich saug die 12-Volt-Batterie von dem BMW vor mir aus. Das ist eine gute Idee, Peter. Du hast immer die besten Ideen, muss ich schon sagen. Auf die kommt man so gar nicht. Gut, dass du öfters mal am Start bist hier im Chat und uns mit so tollen Ideen versorgst. Sonst wäre es hier viel zu langweilig. Aber ein bisschen Spaß muss auch sein. Ich habe sturmfrei, yes, korrekt. Unser Hund, den werde ich auch noch zu Bekannten geben. Die haben Lust, den mal wieder zu nehmen. Und ja, dann werde ich vielleicht nächstes Wochenende mal einen Roadtrip machen. Vor 8 Minuten abgehoben, yes, nach Amsterdam, korrekt. Ja, ist vollkommen in Ordnung, Peter. Hühner? Ja, Hühner habe ich, ja. Noch 7 Stück, ne 8 Stück, oder sind es 7 Stück? Ja. Schon vergessen, wie viele Hühner ich habe. Die Karin bereitet 4 Bratäpfel für den Kachelofen vor, okay. Bratäpfel, ja, ich höre schon, bei einigen von euch
ist es weihnachtlich. Bratäpfel werden zubereitet, Vanillegipferl, Plätzchen. Ja. Also 2 Tage kommen die Hühner alleine klar. Und ein Nachbar oder so kann auch mal dann reingucken und checken, dass alles in Ordnung ist. Da ist ja nicht so viel zu tun. Solange sie Futter und Wasser haben, kommen die klar. Zumindest mal so ein Wochenende. Und ich habe ja auch Kamera am Stall. Ich kann sie dann immer beobachten. Ich schaue da mehrmals am Tag rein, ob alles in Ordnung ist. Und dann kann ich auch mal einen Nachbar rüber schicken. So, hat sich ausgepiepst der BMW. Ne, was ist es? Kein BMW da vorne. Aber blinken tut er noch lustig. Ich habe eine automatische Hühnerklappe, ja. Aber die gehen momentan eh nicht raus. Denen ist es momentan zu kalt draußen. Im Winter halten die sich immer im Stall auf. Das sind ein paar Grad wärmer als draußen immer. Selbst wenn die Tür offen ist, da gucken sie nur doof raus und sehen, ne, da gehe ich nicht raus. Ja, ich habe ja einen riesengroßen Futterspender und Wasserspender, also das ist kein Problem. Wenn wir im Urlaub sind, dann haben wir auch eine Betreuung, die alle 2 Tage dann vorbeikommt bei den Hühnern. Also 2 Tage ist überhaupt kein Problem für die Hühnis. Jetzt legen sie auch fast gar keine Eier, von daher ist da auch nicht irgendwie die Gefahr, dass sie auf den Eiern liegen zu lange oder so. Ich glaube, 1 legt momentan nur noch Eier. Den anderen ist zu kalt und die sind auch schon alt. So hohe Legeaktivität ist da eh nicht mehr. Ja. Ist dann ein Update eigentlich für meinen Tesla? Habe nicht mehr nachgeguckt. Nee, die scheint up to date zu sein, die Programmware. Navigationsdaten sind aus Woche 32 dieses Jahr, die Programmware aus Woche 44. Ja. Ja, manchmal haben sie auch so Anwandlungen, dass sie raus in den Regen gehen. Aber ich glaube, da muss es über eine gewisse Temperatur sein. Jetzt scheint ihnen noch ein bisschen zu kalt zu sein, wobei es jetzt eigentlich 6 Grad. Naja. Ja, ihr Lieben, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht habt. Das würde mich sehr freuen. ...12 Likes, vielen Dank dafür. ...949 Abonnenten habe ich momentan. Danke für alle, die mich abonniert haben. Nächstes Jahr habe ich zu Ostern dann mal einen langen Trip geplant. Und ja, im Sommer fahren wir nach Deutschland.
Da denke ich, werde ich auch live streamen. Dann fahren wir in Urlaub. Ich denke mal, da werde ich auch live streamen. Also nächstes Jahr ist auch wieder das ein oder andere hier geplant auf meinem Kanal. Karin, von meinen 6 Kindern liegen noch 4 bis 5 im Winter komischerweise besser als im Sommer. Ach ja, okay. Eigentlich komisch. Die YouTube-App wird in letzter Zeit ganz schön viel verändert. Irgendwie hatte man doch noch mal hier so Zugriffsmöglichkeiten. Merkwürdig. Naja. Hier gibt's so einen Kiosk quasi, Peter, wo man sich was kaufen kann, ja. Und Sitzplätze drin. Kannst dir einen Kaffee holen, ein Swele oder halt andere Snacks, belegte Baguettes und sowas. Was es halt so gibt. Cola, Fanta, Sprite, hast du nicht gesehen. Vielen Dank alle, die heute Mitgliedschaften verschenkt haben. Vielen Dank dafür und vielen Dank allen, die Mitglied sind. Vielen herzlichen Dank an euch. Das hilft meinem Kanal, so ein bisschen die Kosten in kleinem ein bisschen einzuschränken, weil diese ganze Ausstattung und die Gigabytes, die da so durchrasseln beim Streamen, kosten natürlich auch ein bisschen was. Nicht zu vergessen Autonutzung und so weiter, Strom. Das finde ich sehr nett, dass er mich dabei unterstützt. Ich habe jetzt übrigens 3932 Stunden Wiedergabezeit. Und ich muss die 4000 erreichen. Dann habe ich schon mal mindestens ein Kriterium erfüllt. Und dann muss ich nur noch die 1000 Abonnenten knacken. Die Überfahrt dauert 25 Minuten circa. Und was sie kostet, ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Müsste ich nachschauen. Gucken, ob ich es gerade auf die Schnelle irgendwo eine Rechnung habe noch. Jetzt auf die Schnelle habe ich es nicht parat. Kommt da halt auch drauf an, mit einem Elektroauto ist es noch billiger. Und wenn man einen Autopass hat, auch noch mal billiger. Yes, jetzt legen wir an.
Links habt ihr eben gerade den Ferry Charger gesehen, wo die Fähre jetzt gleich geladen werden wird. Großer Turm. So. 64 noch. Guck mal, der Ben. Gut, dass wir den Ben am Start haben. Vielen Dank, Ben. 64 Nock, das ist dann der Normalpreis. 64 Kronen. Gehe ich mal von aus. Mit Autopass und als Elektroauto-Vergünstigung. Wo landen wir dann? Mit Autopass 32, also die Hälfte, und dann nochmal Elektroauto 50%, glaube ich, oder? Oder 30% Vergünstigung. Ich weiß es nicht. Echt mit Autopass zwar also genau die Hälfte? Nee, mit Elektroauto die Hälfte und dann nochmal 30% Rabatt fürs Autopass oder so, oder 20? Ich weiß es nicht. Naja, egal. E-Auto habe ich eingerichtet. Ah, okay. Und der Diesel-Dieter bezahlt ohne Autopass 91 Kronen. Okay. Ah ja, okay. Also 64 wäre der Normalpreis für Elektroauto. Und 32 mit Autopass. Okay. Ja, Vorskizafteile, ja, das haben wir. Ja, genau, ja, mit der Ferrycode, ja. Die haben wir ja. Stimmt. Also 32 Nock müsste mein Preis jetzt gewesen sein pro Strecke. Da sind wir in Harald. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch, dass ihr mir heute beigewohnt habt hier im Livestream. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Unterhaltung. Konntet ein bisschen die Aussicht genießen vom Axler. Wer da noch nicht eingeschaltet hat, gerne zurückspulen. Da kann er alles und im Dunkeln von oben sehen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ich wieder live bin demnächst. Wer noch nicht abonniert hat, gerne jetzt abonnieren. Und wer schon abonniert hat, kann gerne auf die Glocke drücken. Dann kann er auswählen, dass er über alle Infos informiert wird, wenn ich live gehe. Dann verpasst ihr auch keinen Livestream, wenn ich live gehe. Also dort kann man auswählen, keine, personalisiert und alle, und da müsst ihr dann alle auswählen, wenn ihr auf die Glocke klickt. Dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn ich live gehe, weil sonst ist da YouTube, das ist dann eher so ein Lottospiel, wann es mal benachrichtigt und wann man nicht. Das letzte Mal, wo ich auf einer Fähre war, das war in Swinemünde, wurde jetzt aber auch durch einen Tunnel ersetzt. Ah, okay. Da musste man nach Norwegen kommen.
Seefähren erleben, wenn du hier an der Westküste lang fährst. In Norwegen ist das Alltag. Für die meisten. Im Westen zumindest. Tunnel oder Fähre. Früher gab es ja hier noch viel mehr Fähren. Sehr viele sind ja auch schon durch Tunnel ersetzt worden. Da waren die Reisezeiten noch mal um einiges länger. Kurze Pause machen. Plätzchenrollen zum Backen, das ist eine gute Beruhigungstherapie. Wäre gut für den Fahrer, der auf der A1 Dummheiten gemacht hat. Ich rolle die Vanillegipfel schon ganz gut. Ja, weiterhin fleißig am Vanillegipfel machen, ja. Weiterhin gutes Gelingen, Tina. Und danke fürs Reinschauen. Auf Sylt war ich auch schon mal vor 1000 Jahren als Jugendlicher. Das war sehr nett dort. Da würde ich auch noch mal hin. Das wäre eigentlich auch mal eine Idee. Vielleicht sollte ich als Sommerurlaub auch mal ein bisschen Deutschland erkunden nächstes Jahr. Noch ist nichts fest geplant für nächstes Jahr. Muss ich mir noch mal in Ruhe Gedanken machen mit meiner Frau drüber, was wir denn Lust haben. Für Sylt brauche ich einen großen Geldbeutel. Ach, ist ja nicht so, dass ich da lange bleiben will dann. Da würde ich gerne noch mal hinfahren, so für ein Wochenende oder so. Urlaub gönnt man sich ja auch mal was, oder? Genau, oder im Tesla schlafen. Auf jeden Fall muss ich noch einen Termin für einen End-of-Warranty-Check machen. Den wollte ich gerne in Deutschland machen, eventuell beim Uwe Kröger, wenn ich da einen Termin bekomme. Sollte ich mich wahrscheinlich jetzt mal zeitnah drum kümmern. So eher kriege ich dann, denke ich mal, noch einen Termin. Aber ganz fest ist ja auch noch nicht mal ein Urlaubszeitraum, deswegen müssen wir da auch noch mal gucken. Ja. Was ist heute noch günstig? Das stimmt allerdings. Ich habe ja gerade einen Schrecken gekriegt, als ich die Dönerpreise gehört habe, die jetzt in Deutschland sind. Aber gut, noch nichts im Vergleich zu norwegischen. Ich war ja in Deutschland auf den Inseln, war ich schon auf Sylt, Borkum, Baltrum, Fehmarn. Ja, ich glaube, das war es. Auf den Inseln war ich schon mal. Entweder Ferien, Freizeit oder Urlaub. Ist eigentlich so dreckig, diese Scheibe. So ein Gedrecke. Auf der Scheibe. Nicht zu fassen.
Dankeschön. Also als Urlaubsoptionen sind momentan so, entweder fahren wir in den Osten Europas irgendwo, Tschechien, Polen oder sowas, Ungarn, eines der Länder da so, weil da waren wir noch nicht. Ich gucke mir halt gern neue Sachen an. Ja. Haben wir auch noch so eine Woche, wo wir ein paar Tage wegfahren. Also eigentlich können wir in zwei Ziele fahren, mindestens. Oder nochmal einen Roadtrip machen oder so. Mal gucken. Müssen wir alles nochmal durchsprechen. Oder man fährt nochmal nach Holland rüber. Ist da ein bisschen was an, oder Frankreich. Keine Ahnung. Lust auf vieles, aber ja. Weiß noch nicht genau, was genau. Aber es ist ja noch Zeit. Ansonsten würde mich auch noch mal so Süden, Schweiz, Österreich, Bayern reizen. Aber ich sage mir immer so, da kommt man ja immer mal hin. Und da war ich ja auch schon. Klar gibt es ja noch Ecken, die ich noch nicht kenne, aber ja. Also ich tendiere eher dazu, was Neues mir anzugucken. Aber mal schauen. Die letzten 2 Jahre haben wir Portugal und Kroatien gemacht mit dem Tesla von Norwegen aus. Das war sehr schön, aber auch sehr weit. Und mal gucken, wenn wir jetzt dann nach Deutschland fahren, wo wir dann von Kassel aus hinfahren, ob es uns Richtung Westen, Osten verschlägt. Island steht auch ganz oben auf der Liste, aber ist halt auch sehr teuer und nicht so einfach mal eben hinzukommen. Da muss man sich dann, denke ich mal, auch schon die Zeit für nehmen. So. Ja, mal schauen. Haben wir noch genug Zeit zu überlegen. So, was geht jetzt ab im Chat? Du kannst sogar von Skandinavien mit der Fähre Ystad oder wie das heißt. Okay. Peter. 5,99 € von Peter Ionik. Hi Matze, hier etwas für einen kleinen Kaffee. Mach weiter so. Hey, vielen Dank, Peter. Vielen Dank für die Spende. Das ist sehr nett von dir. Ja, den Patrick möchte ich auch gerne noch mal besuchen. Das denke ich, werde ich auch irgendwann machen. Ich kann es aber noch nicht versprechen, dass es nächstes Jahr klappen wird. Aber das steht auf jeden Fall auf dem Programm. Komm nach Niedersachsen, hier wird echtes Deutsch gesprochen. Ja, durch Niedersachsen fahre ich ja so oder so durch, Peter, wenn ich nach Kassel fahre. Oder von Kassel wieder zurück. Falls der Peter irgendwo mit dem LKW unterwegs ist, wenn ich in Deutschland bin, werde ich mal gucken, ob wir nicht irgendwo, wenn ich vielleicht in Kassel bin, irgendwo auf einer Raststätte mal einen kurzen Treff machen können. Um sich mal Hallo zu sagen. Ja, Kollege, das war jetzt aber auch toll. Jetzt ist da Peter in Endingen, genau. Ganze Wochenende in Endingen verbringen, Peter. Ich hoffe, du kriegst das bezahlt. Auf dem Weg zu mir liegt
Norditalien gewohnt habe. Ja, aber ich glaube, jetzt, wenn meine Frau weg ist, werde ich mir mal gut Gedanken machen können, auf was ich so urlaubsmäßig am meisten Bock habe. Mal ein bisschen planen. Aber erstmal muss ich jetzt für die Prüfung auch noch ein bisschen lernen. Ne? Die steht am Donnerstag an. Und dann will ich am Wochenende noch mal einen kleinen Roadtrip machen, wenn ich die Prüfung bestanden habe und ich heulend zu Hause im Bett liege. Wegen nicht bestandener Prüfung. Ending, richtig schöne Altstadt. Ah, okay. Ja, nehmen wir uns doch mal mit in die Altstadt, Peter. Du hast doch ein Gimbal. Bitte. Auf Sylt wurde ich als Nordafrikaner tituliert, als Schwabe. Okay. Hessen Metro. Mal in Odenwald. Ja Mensch, da war ich ja schon oft genug. Ich habe ja in Rottgau gewohnt. Als letzter Wohnsitz in Deutschland. Da waren wir auch ab und zu mal im Odenwald. Karin, war das Auto nicht frei in Endingen? Im August wollen wir dich ja in Ornesund begrüßen. Ja. Wenn das nicht klappt, irgendwie in Deutschland mal, dann im August. Da kommt er hier vorbei, Peter. Wenn das Wetter gut ist, können wir uns raus auf die Terrasse setzen. Auf Schlüssel für den anderen, warte auf Schlüssel für den anderen Firmenwagen. Ah, okay. Schön, ich wohne in Dieburg. Ah, okay. Ja, ihr Lieben. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank an alle Spenden, Mitgliedschaften, die gespendet wurden und Mitglieder, die Mitgliedschaften selber für sich abgeschlossen haben. Vielen Dank dafür. Das unterstützt meinen Kanal sehr. Und ja, wir sehen uns auf gleicher Welle an gleicher Stelle demnächst wieder, hoffentlich. Lasst es euch gut gehen, treibt es nicht zu wild und genießt das restliche Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.